Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus der Komponentenbibliothek heraus Komponenten in euren Workflow hinzufügt und damit dann euren Workflow bauen könnt. Genau, und dann im Endeffekt ist es super einfach. Die Komponentenbibliothek findet ihr hier oben in der linken oberen Ecke des Editors. Wenn ihr auf das entsprechende Icon klickt, dann öffnet sich hier das Fenster mit der Komponentenbibliothek. Und ihr seht, dass die Komponentenbibliothek in verschiedene Kategorien unterteilt ist. Jede Kategorie hat eine eigene Farbe. Und ihr seht hier in dieser kleinen Zahl am Ende der jeweiligen Zeile, wie viele Elemente sich in der jeweiligen Kategorie verbergen. Nehmen wir mal das Thema Operatoren als Beispiel. Ich kann also Operatoren aufklicken und sehe dann hier die verschiedenen Komponenten, die im Bereich Operatoren sind. Ich kann natürlich auch die Suche nutzen und dann entsprechend in der jeweiligen Kategorie suchen. Und wenn ich eine passende oder meine passende Komponente gefunden habe, dann kann ich meine Komponente einfach per Drag and Drop an die gewünschte Stelle im Workflow schieben. Das Spannende ist jetzt, dass ich hier auf dieser Ebene, das sieht man ganz gut, hier einzelne Komponenten habe, oft sich in den einzelnen Komponenten aber weitere Aktionen verbergen. Und die Aktion ist das, was ich eigentlich im Workflow machen möchte. Und das kann ich ganz gut hier am Beispiel der Transformatoren zeigen. Ich habe zum Beispiel hier meine Komponente Listenfunktion. Ich könnte jetzt diese Funktionskomponente direkt hinzufügen. Und wenn ich das mache, dann sieht man, dass hier dieses erste Feld Funktion entsprechend leer ist. Ich möchte aber ja, dass meine Listenfunktion etwas Spezifisches macht. Und deswegen kann ich hier, ich sehe, die hat 27 Aktionen, dieses Element aufklappen und sehe dann eine Liste direkt in der Komponentenbibliothek der verfügbaren Aktionen, der verfügbaren Aktionen zum Thema Listen, die ich auslösen kann. Und ich kann entsprechend auch hier die Suche benutzen und sehe dann auch, dass auch diese Aktionen mit gefiltert werden. Und nun kann ich auch diese Aktionen direkt anfassen und hier in meinem Workflow schieben. Und das hat folgenden Vorteil. Zum einen sieht man, dass der Name des Elements direkt angepasst wird, und zwar an den Namen der Aktion. Das heißt, ich sehe direkt, was ist denn eigentlich die Listenfunktion an diesem Beispiel, die ich hinzugefügt habe. Und dieses Element, diese Funktion generiert einen Output, also initialisiert sozusagen eine neue Variable. Und diese Variable wird mir hier direkt angezeigt, sodass ich sie direkt in der nächsten Komponente benutzen kann. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann sieht man auch, dass hier das Funktionsfeld dann vorausgewählt ist und dass auch die Ausgabe, also das Ergebnis, der Output dieser Komponente vordefiniert ist. Das ist also die Empfehlung, immer möglichst von der letzten Ebene die passende Aktion direkt in den Workflow zu ziehen. Dann kann ich halt mit sehr, sehr wenigen Klicks und ja auch wenig Fehlerquellen entsprechend meinen Workflow aufbauen. Insgesamt haben wir sehr, sehr viele Komponenten in der Komponentenbibliothek. Gerade auf der Aktionsebene ist man dann bei mehreren 100 verschiedenen Aktionen, die ich in meinem Workflow auslösen kann. Und ihr seht aber, wie gesagt, auch durch das Farbleitsystem zum Beispiel kann ich immer relativ gut erkennen, zu welcher Kategorie denn eigentlich meine hinzugefügte Komponente passt. Genau. So funktioniert es also, per Drag and Drop Komponenten aus der Komponentenbibliothek dem Workflow hinzuzufügen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr einzelne Komponenten konfigurieren könnt.